Heute üben wir wieder Deutsch B2 mit dem Thema Stress und Hektik in der Arbeit. Wie kann man darüber diskutieren? Los geht's mit dem Video. Ich möchte gerne über das Thema Hektik und Stress bei der Arbeit sprechen. Zuerst einmal möchte ich ein paar Gründe dieses Phänomens anführen, schließlich negative und auch positive Auswirkungen des Stresses erklären und bewerten. Es ist auffällig, dass in der heutigen Zeit Stress ein fester Bestandteil unseres täglichen Lebens geworden ist. Zuerst einmal möchte ich den Grund des Multitaskings anführen. In vielen Arbeiten und in vielen Jobs ist es erforderlich, viele Aufgaben gleichzeitig auszuführen. Das kann selbstverständlich zu großem Stress bei der Person führen. Ein anderes Problem ist, dass die Prioritäten der Aufgaben nicht klar eingeteilt sind. Das kann zum anderen den Grund haben, dass bestimmte Informationen fehlen und der Arbeitnehmer nicht genau weiß, welche Aufgaben er zuerst oder erst danach vollführen soll. Es kann auch damit zusammenhängen, dass in der Firma oder an dem Arbeitsplatz gewisse Managementfähigkeiten nicht vorhanden sind und die Managementführung nicht klar vorgibt, welche Aufgaben zuerst oder erst im Nachhinein ausgeführt werden sollen. Ein anderer Grund könnte sein, dass der Vorgesetzte oder der Chef, die Chefin, Druck macht und daher die Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerinnen unter größeren Druck setzt, als es nötig ist. Und gewisse Aufgaben haben auch einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad. Das heißt also, manche Dinge sind schneller und auch stressfreier zu erledigen. Andere Aufgaben erfordern vielleicht nicht nur das eigene Bemühen und die eigenen Fähigkeiten, sondern auch noch andere Personen. Das heißt, andere Personen werden in diese Aufgabe mit einbezogen und ich kann nicht komplett alleine kontrollieren, wie das Ergebnis dieser Aufgabe aussieht. Ein anderer Grund könnte sein, dass die Zielsetzung unrealistisch ist. Man setzt also kein wirklich rational gesetztes Ziel, wie lange diese Aufgabe dauern soll und wann sie beendet sein soll. Lange Arbeitszeiten und ein geringes Gehalt können genauso gut ein sehr triftiger Grund sein, warum großer Stress beim Arbeitnehmer vorliegt. Man arbeitet zu lang, muss Überstunden machen und die Kompensation, die Aufwandsentschädigung ist nicht entsprechend. Das heißt also, das Gehalt, die finanzielle Aufwendung dafür ist zu niedrig. Weiters gibt es auch das Phänomen, dass Mitarbeiter wegrationalisiert werden, das heißt reduziert werden und das Personal weniger ist, um Geld zu sparen. Das heißt also, die Arbeitslast für die restlichen Mitarbeiter steigt oder kann zumindest steigen, theoretisch gesehen. Und das macht natürlich wieder einen größeren Stress und erzeugt höheren Arbeitsdruck bei den Arbeitnehmern. Und schließlich noch ein anderer, sehr interessanter Grund, an den nicht sofort jeder denkt, sind unangenehme Kollegen oder Mobbing am Arbeitsplatz. Ganz klar kann auch diese sehr psychologische Facette einen großen Einfluss darauf haben, ob man sich gestresst am Arbeitsplatz fühlt oder nicht. Und nun möchte ich einige negative Auswirkungen des Stresses am Arbeitsplatz anführen. Darunter fallen unter anderem körperliche Erkrankungen wie zum Beispiel Bluthochdruck, Herzinfarkt, Diabetes, Kopfschmerzen oder auch Magenprobleme. Man denke nur an beispielsweise das Problem des Mobbings und oft bekommt man dadurch auch wirklich psychosomatische Beschwerden. Man bekommt einen flauen Magen oder Herzklopfen, man kann sich nicht gut konzentrieren und so weiter und so fort. Psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Nervosität, Aggressivität oder Ärger treten natürlich auch statistisch höher auf, wenn man sehr unrund ist. Das heißt also, wenn man sich nicht wohlfühlt, wenn man einfach nicht in einer angenehmen Atmosphäre am Arbeitsplatz rechnen kann. Und das heißt natürlich auch,
wenn man sich schlecht fühlt, dann kann man sich auch schlechter konzentrieren. Je mehr Stress man hat, desto höher ist die Chance, eine Reduzierung der Konzentrationsfähigkeit in Kauf nehmen zu müssen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass natürlich Fehleranfälligkeit höher in der Wahrscheinlichkeit ist. Das heißt also, ich mache leichter Fehler bei der Arbeit. Und nicht nur der Fehleranfälligkeit ist damit Tür und Tor geöffnet, sondern man ist natürlich darüber hinaus auch müder und matter. Man fühlt sich schwach und man fühlt sich sehr unmotiviert, weil eben dieser Stress nicht nur eine einzige Facette des eigenen Lebens beeinflusst, sondern eben eine große Reihe davon. Und natürlich ist auch die Ernährung ein ganz wesentlicher Punkt, dem man hier Aufmerksamkeit schenken muss. Wenn man gestresst ist, wenn man müde ist und wenn man sich psychisch einfach in einem schlechten Zustand befindet, dann wird die Ernährung auch in Mitleidenschaft gezogen. Man ernährt sich vielleicht etwas fetter, mit mehr Zucker, weil man eben den Dopaminkick von woanders finden muss oder suchen muss. Und daher kauft man vielleicht öfter ungesundes Essen. Und das beeinflusst dann wiederum die anderen Faktoren, die mit dem Stress zu tun haben. Es handelt sich daher, anders gesagt, um einen Teufelskreislauf oder, noch einmal anders formuliert, um eine Negativspirale. Aber demgegenüber kann man stellen, dass es auch einige oder ein paar positive Auswirkungen von Stress gibt. Denn Stress kann auch eine animierende Wirkung haben. Stress kann auch bewirken, dass man aufmerksamer ist, dass man genauer beobachtet, was in der Umgebung abläuft und damit wird auch die Reaktionsfähigkeit etwas erhöht. Das heißt also, in gewissen Situationen kann Stress auch die eigene Arbeitsfähigkeit auf ein höheres Niveau bringen. Das muss man hier an diesem Punkt auch erwähnen. Das waren einige Gedanken zum Thema Hektik und Stress bei der Arbeit. Einerseits über die Gründe und andererseits über positive und negative Auswirkungen davon.